Du hast mich total fertig gemacht mit deiner Rolle. Ich Echt? bin, boah, ey, ohne Scheiß. Ein paar Mal dachte ich so, fuck, 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 fuck. Das war so intensiv alles. Also auch nicht nur du, aber halt auch Jeanne, Laurenz. Ihr Ja, habt mich ja, völlig fertig gemacht mit eurem Spiel. Und ich habe jedes Mal gedacht, so, boah, ich wäre so gerne Fliege an der Wand gewesen am Set, weil ja. also so intensiv, so viel wie gebrüllt wurde, so viel Schweiß und Blut. Und Wahnsinn. worauf können sich die Zuschauer freuen? Ja, genau auf das, was du gesagt hast. Auf Schweiß, Tränen, Blut und alles wurde aus dieser Zeit von den Römern wurde sehr viel überliefert. Aber jetzt sind wir das erste Mal aus der Sicht der germanischen Stämme, genannt Barbaren von den Römern. Und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Was ich ja auch sehr spannend finde, ist, dass so eine Serie einen dann dazu verleitet, tatsächlich ein bisschen Geschichte zu lernen. Dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt, Mhm. weil ich auch, wenn ihr gespielt habt, ich weiß nicht, ob es absichtlich war, aber ich habe dann manchmal gesagt, warum reden die so? Und Barbaren kommt ja tatsächlich von Birbel, ne? Und das, die Griechen haben ja alles, was nicht Griechisch spricht, also Barbaren undeutlich genannt wegen spricht. Stottern, weil alle, die ihre Sprache nicht können, die können eigentlich gar nicht richtig reden in deren Welt. Und das sind dann die Stotterer. Und das haben die Römer dann übernommen und uns so genannt, ja. Ja, voll geil. Und tatsächlich gab es diese Varusschlacht ja auch wirklich, ne? Also Ja, die noch Römer, richtig. genau. Und ich glaube, die Rolle von Tusnelda war ja nicht überliefert, die aber auch eine sehr starke Rolle und sehr wichtige Rolle in Barbaren Absolut. spielt, ohne zu spoilern. Stichwort Feminismus, Frauenpower. Wie wichtig ist das auch heute, so eine Geschichte zu erzählen oder diese Art von Geschichte zu erzählen? Ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig spannend und wahnsinnig wichtig und auch in unserer Geschichte ziemlich plausibel, dass eine Frau so wahnsinnig wichtig ist, um all diese Stämme zusammenzuführen, um sich David und Goliath mäßig ähm, zu wehren gegen die Ungerechtigkeit und die Unterdrückung. Das finde ich absolut, dass sie da besticht. Ich habe da eine Szene, bei der ich wirklich ein paar Mal gestoppt habe und dann musste ich mir das nochmal angucken und nochmal angucken. Das war deine Auspeitsch-Szene. Oh ja, ja. Kannst du ein bisschen dazu erzählen und dann vielleicht auch deine Lieblingsszene oder die Szene, die dir halt alles abverlangt hat? Die Auspeitsch-Szene, da hatten wir am Anfang einfach einen Typen hinter mir stehen, der in Entfernung so eine Peitsche mit mehreren kleinen Peitschen dran, so mehreren Lederriemen dran. Und der hat das natürlich am Anfang immer so weggehalten, damit er mich eigentlich gar nicht trifft und es nur so aussieht. Aber dann haben wir das Timing nicht hinbekommen, weil ich konnte ihn ja nicht sehen von hinten. Und dadurch habe ich dann irgendwann gesagt, so, es tut mir leid, du musst mich jetzt mit dem Ding wirklich hauen, weil sonst spüre ich das nicht und dann zucke ich immer am falschen Moment. Ja, und deswegen war dann keine Lederriemen, es war so Plastikzeug, aber es hat trotzdem ziemlich gebritzelt. Das hat mir in der Szene auf jeden Fall geholfen. Und meine Lieblingsszene, das ist auf jeden Fall die Szene mit dem Adler, sage ich jetzt einfach mal. Wer wollte nicht schon immer mal, neben der Tatsache auf Pferden zu reiten, Schlachten zu schlagen und im Wald rumzuschreien, wer wollte nicht schon immer mal an einem Coup oder einem Heist teilnehmen in einem Film? Und wenn es hinter mir eine Explosion gibt und ich in Zeitlupe aus diesem Lager gehe, das ist ein Moment für die Götter. Absolut. Jetzt ist es eine Netflix-Produktion, das heißt, die ganze Welt wird dich sehen. Also du hast ja schon mal Charlie's Angel mitgespielt und so, aber was bedeutet es eigentlich für einen deutschen Schauspieler in einer Netflix-Produktion mitzuspielen? Das weiß ich noch gar nicht so richtig, weil das sagen mir auch viele, die haben so viele Abonnenten und die sind natürlich, also wenn du an Taschentücher denkst, denkst du an Tempos. Wenn du, also weißt du, und wenn du an Streaming denkst, dann denkst du an Netflix und hörst das Didim, so, den Sound. Also die sind da total nicht nur der Vorreiter, sondern auch irgendwie omnipräsent. Aber ich kann mir diese Masse von Menschen, die das wirklich sehen kann, die kann ich gar nicht richtig greifen. Das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Ich weiß nicht, was die Auswirkungen sein werden. Mal schauen. Aber so richtig vorstellen kann ich es mir noch nicht. Vom Drehbuch über deine Vorstellung dieser ganzen Serie bis zum fertigen Produkt. Weil Laurenz zum Beispiel hat auch gesagt, ja, wenn ich den Kopf abgeschlagen habe, da waren halt so ein paar, da war eine grüne Wand, dann habe ich einfach so gemacht.
Und dann hat er halt irgendwann einmal das Endresultat gesehen. Wie war es für dich, als du dann halt tatsächlich Barbaren geschaut hast? Also ich hatte gar nicht so viel Greenscreen tatsächlich, weil wir waren in diesem Dorf. Die haben ein richtiges Dorf für uns gebaut. Du konntest da 360 Grad, konntest du dich drehen und warst in dieser Welt. Hattest zusätzlich das Kostüm an und wir waren mal einen Tag, bevor die ganze Technik da aufgebaut wird, die Kameratechnik und das Licht und so weiter. Und das war so, das hat es mir so leicht gemacht, sich da zu Hause wohl zu fühlen und einzutauchen. Also ich hatte gar nicht so viel Greenscreen. Ich habe diese Welt tatsächlich auch so gefühlt, wie man sie da am Ende sieht. Also das ganze Animalische, das Roughe, meine Kleidung hat gekratzt und der Boden war nicht gepflastert. Das hast du immer mal wieder an den Knöcheln gespürt. Oder hast dir irgendwo wehgetan, dich geschrammt oder einen Stock auf die Finger bekommen. Also es hat sich schon so angefühlt für mich, wie es da am Ende auch aussieht. Ich habe jetzt meine letzte Frage. Wir haben ja diesen wunderbaren Hashtag Film ist Liebe. Und ich habe ja bei dir den Eindruck, also als du auch gerade gesagt hast, ja, und dann habe ich gesagt, ja komm, peitsch mich also wirklich aus. Ne? Das grenzt ja schon fast an Method Acting. Also du gibst ja dann alles. Also würde mich interessieren, was bedeutet Film für dich? Film ist echt. Das glaube ich. Darfst nicht lügen, das muss sich wirklich anfühlen, das muss wahrhaftig sein in dem Moment. Die Kamera sieht jeden Gedanken, den du denkst oder den du nicht denkst, und das überträgt sich dann. Und du darfst sie nie das Publikum aus der Illusion rausreißen. Das heißt, du darfst niemals nicht echt sein. Deswegen, ein Film ist echt. An dieser Stelle wäre das Interview mit David Schütter eigentlich schon zu Ende, aber er hat mir einen Nachtrag geschickt, den ich euch auf keinen Fall vorenthalten möchte. Hey Sue, gestern habe ich das Interview so ein bisschen durchgeboxt irgendwie. Trotzdem ist eine Sache mir noch auf dem Herzen geblieben, und zwar irgendwie zu deiner Frage dass eine Frau eine Hauptrolle spielt in so einem ursprünglich männlich behafteten Thema. Und dazu würde ich irgendwie noch sagen, dass ich das absolut auch finde und sehr gut und sehr mutig und sehr wichtig zu zeigen, dass eine Frau da so eine große Rolle spielen kann beim Besiegen des Römischen Reichs irgendwo auf eine Art und Weise oder einem Großteil des Heers. Und wollte nochmal darauf hinweisen, dass eine Frau auch die ersten 4 Folgen gemacht hat. Eine Frau, Barbara Eder, Frau, die mehr Eier hat als wir alle zusammen, die irgendwie den Look bestimmt hat, die Action gefilmt hat, Dinge, die häufig Männern zugesprochen werden, die das irgendwie ganz gut gemeistert hat, finde ich. Ziemlich glorreich sogar an vielen Stellen. Das wollte ich irgendwie, es lag mir irgendwie nochmal auf dem Herzen. Vielleicht kannst du es benutzen, vielleicht ist es zu spät, aber wollte ich nochmal sagen. Lieber David, ich habe es gern genutzt, es war noch nicht zu spät und das war ein perfektes Schlusswort. Barbaren ab jetzt auf Netflix.